Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shooting Basics mit Rosi. Heute geht es um das richtige Abkrümmen. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Wir sind wieder hier, jetzt geht es ums Abkrümmen. Rosi, deine Bühne. Ja. Elementar wichtig ist natürlich, wenn wir treffen wollen, richtig zielen, richtig abkrümmen. Richtig zielen haben wir schon gesprochen. Nochmal im Detail das Abkrümmen. Im Grunde genommen ist das sogar einfach. Ich muss nur den Finger gerade nach hinten bewegen, exakt entgegen der Schussrichtung. Man muss sich einmal überlegen, Waffenhersteller haben einen Abzug gebaut. Der ist optimiert dafür, dass wir nach hinten abziehen. Wenn ich jetzt also nach links rüber drücke, da haben wir zwei Erscheinungen. Erstens drücke ich die Waffe mit nach links rüber. Zweitens verändert sich auch der Widerstand, natürlich. Denn wenn wir uns die Mechanik in der Waffe vorstellen, ist das optimiert für gerade nach hinten ziehen. Kann man auch sich leicht vorstellen, wenn ihr 90 Grad gegen den Abzug drückt, bricht gar kein Schuss. Wenn ihr jetzt den Winkel etwas verändert, dann wird er irgendwann brechen, aber ich habe mehr Reibung, also mehr Widerstand. Das ist ein Teil. Der andere Teil, gerade bei der Kurzwaffe, ist halt, ich drücke auch die Waffe nach links rüber oftmals. Es geht auch nach rechts, aber meistens nach links rüber. Für uns jetzt wichtig, wenn ihr das verstanden habt, dass ihr gerade nach hinten abzieht, stellt ihr auch fest, dass sich 3 Gelenke bewegen. Das ganz viel, das weniger, das ganz wenig. Aber gerade nach hinten ziehen. Wir haben ein gutes Indiz, dass wir das richtig machen. Wenn wir zielen, richtig zielen und ihr trefft, dann habt ihr richtig abgekrümmt. Man kann es ein bisschen helfen mit dem linken Daumen, hatten wir auch schon mal über gesprochen. Aber wenn ihr trefft, habt ihr das richtig gemacht. Jetzt trefft ihr aber nicht immer. Dann könnt ihr das nochmal isoliert trainieren. Und da gibt es ganz, ganz einfache Möglichkeiten. Schönes Beispiel ist, sowas zu nehmen. Ich habe jetzt hier, ich gehe in Anschlag und ihr krümmt gerade ab. Jetzt seht ihr, der Stift geht gerade hoch, gerade runter. Das heißt, das ist richtiges Abkrümmen. Wenn ihr schlecht abkrümmt, dann sieht das halt so aus. Ihr krümmt ab und dann fällt er runter. Das versuchst du jetzt mal. Nimm selber in die Hand, leg ihn an. Wo lege ich den ab? Oben? Einfach auf den, nee, nochmal. Das ist mein Schießfinger, wie ihr eben gerade die Pistole in der Hand genommen habt. So, und jetzt krümmt ihr ab, gerade nach hinten ziehen. Eigentlich so wie mit der Pistole. Soll ich für dich machen? Ein bisschen weiter runter. So, aufsetzen. Da ist ja die Achse, so wie als wenn du eine Pistole hast. Nichts anders machen. So, abkrümmen und wieder nach vorne. Ja, so. Also, brauchen wir gar nicht überreden. Das ist jetzt sauberes, gerade nach hinten abkrümmen. Kann jeder sehen. Wenn ihr das jetzt mit der Schusswaffe macht, ist alles gut. Das ist auch exakt der richtige Punkt, den du jetzt hier hast. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich krümme mit der Fingerspitze ab. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn ich mit der Fingerspitze abkrümme, unweigerlich drücke ich die Mündung nach links rüber. Ja, das Argument war dann, ja, vorne an der Fingerspitze habt ihr bessere Nerven. Nein, wir müssen natürlich spüren, wo der Abzug ist. Das ist gar keine Frage. Aber geht mit der Hälfte vom ersten Fingerglied an den Abzug, dann greift ihr rum und jetzt gerade nach hinten abziehen. Gerade vor, gerade nach hinten abziehen. Wenn wir einen kurzen Abzugsweg haben, dann ist das natürlich vorteilhaft. Mit einem kurzen Weg könnt ihr auch weniger falsch machen. Wenn wir den Revolver sehen, Double-Action-Revolver, haben wir einen unheimlich langen Weg. Das ist grundsätzlich nicht abträglich bei der Präzision, wenn wir alles richtig machen. Aber ihr habt mit einem langen Weg natürlich auch viele Möglichkeiten, was falsch zu machen, also die Waffe weiter rüber zu drücken. Deswegen ist es immer vorteilhaft, wenn ihr eine Waffe habt mit einem ganz kurzen Abzugsweg. Ihr könnt halt in diesem kurzen Weg weniger falsch machen. Das ist also unser Hinweis. Du wirst gleich mal, diesmal du hast eben eine Übung gemacht. Du gehst jetzt aufs Ziel, machst alles wie immer und versuchst mal abzukrümmen. Probier mal aus. Nimm die 4-2. Oh, da waren jetzt eine Menge Fehler, konnte man schön sehen. Der Laser hat sich sogar noch mal rüber bewegt, gerade nach hinten, so wie bei der scharfen Waffe. Nochmal. Gerade nach hinten, gerade nach vorne, gerade nach hinten, gerade nach vorne, gerade nach hinten, gerade immer weiter. Wenn das Visierbild wieder schlechter wird, zieh die Waffe kurz ein in die kurze 4 oder sogar in die 3, das ist egal, und wieder rein und weiter.
und abkrümmen und wieder lang und wieder gerade abkrümmen. Dein Laser bewegt sich immer noch. Versuch den Laser auch ruhig zu halten. Ja. Ja, okay. Weiter, 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 weiter. Ja. Ja. Sehr gut. So, gut. Holstern. Was hast du selber festgestellt? Ja, wenn ich mich mehr auf den Abzug konzentriere, wird der Treffer besser. Ne? Also ich wandere nicht mehr. Der erste Schuss war wieder... Du hast auch, vielleicht hast du es auch gesehen, der Laser am Anfang, der braucht ja eine Zeit. Der ist ja ein Augenblick, muss er ja auch sichtbar sein. Und wenn der sich da bewegt, haben wir was falsch gemacht. Ne, sieh zu, dass der Finger gerade nach hinten geht und gerade nach vorne. Das heißt, wenn der Laser, ich sage jetzt mal, eine ganze Sekunde an wäre, dann darf sich da auch nichts bewegen, weil wir haben keinen Rückstoß. Es passiert nichts. Deswegen ist das gut, wenn ihr eine Trainingspistole habt, ob ihr nun die nehmt oder irgendeine andere mit einem Laser, dann ist das sehr, sehr gut. Die Waffe muss ruhig sein in dem Augenblick, wo der Schuss bricht. Dadurch, dass wir keinen Rückstoß haben, geht der Finger wieder lang und der Laser die ganze Sekunde oder halbe Sekunde, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang der an ist auch nicht so wichtig in diesem Falle, der darf sich da gar nicht bewegen und er soll immer an der gleichmäßigen Stelle sein. Der Vorteil bei so einer Trainingspistole ist hier, dass er keinen Schuss bricht. Ihr könnt es immer trainieren und ihr könnt euch selber korrigieren. Der Nachteil an so einer Waffe ist, wenn dein Fokus jetzt auf den Laser ist, machst du ja was falsch. Das heißt, seht zu, dass er einen vernünftigen Hintergrund hat, dass der Laser wahrgenommen wird. In diesem Fall jetzt an der falschen Stelle. Das ist auch nicht schlimm. Korn scharf sehen und gucken, wo der Laser, wahrnehmen, wo der Laser ist. Das versuchst du jetzt nochmal auf das Korn konzentrieren und den Laser im Hintergrund einfach nur wahrnehmen. Wo ist er? Versuch mal ein bisschen langsamer abzukrümmen. Mal nach vorne schauen. Du weiter. Korn scharf sehen und weiter. Ja, versuche den Laser noch ruhiger zu halten. Ja, perfekt. Perfekt. Nicht perfekt. Nochmal. Korn scharf sehen. Wenn es unscharf wird, kurz die Waffe einziehen. Nicht nach unten schauen, aufs Ziel. Man entspannt immer auf weite Entfernung die Augen. Haltepunkt scharf sehen. Korn scharf sehen. Und langsam den Finger zurück. Nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Einstellen. Holstern. Gut. Für euch beiden. Passt. Gut. Der Riesenvorteil ist, du kannst jetzt isoliert, weil ja kein Schuss bricht, dich konzentrieren auf das gerade nach hinten und gerade nach vorne. Ne, wir werden ja wahrscheinlich nochmal auf den Trigger Reset eingehen. Das wollte ich gerade sagen. Ne, da kommt das auch wieder vor. Also Trainingspistole ist immer so eine Sache, ja, die kosten Geld. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie kostet. Kosten Geld. Aber wenn wir jetzt mal sehen, so eine Trainingspistole, wie viel Geld wir damit sparen, weil wir keine Munitionskosten haben, keine Schießstandkosten, wir können es überall trainieren. Das rentiert sich auf jeden Fall nach verhältnismäßig kurzer Zeit. Alternativ könnte man auch, was wir auch schon im Trockentraining-Video besprochen haben, den Mantis X10 benutzen, der ein Analysetool ist, der mit der scharfen Waffe funktioniert. Dadurch, dass er ja jede geringe Bewegung erfasst, ist der dafür auch sehr, sehr gut geeignet, auch wenn man keinen Laser irgendwo hin projiziert. Ja, ist der Hammer. Ja. Als ich den Mantis das erste Mal in die Hand genommen habe, zuerst war ich sehr skeptisch. Ja, weil man halt eigentlich nichts, man zielt ja irgendwo hin. Ja. Wie kann der arbeiten? Aber sowas Revolutionäres. Der Einzige, der sich jetzt wirklich aufregt, ist die Munitionsfirmen, weil sie halt viel, viel Geld jetzt nicht ausgeben oder nicht gewinnen können, weil man halt wesentlich besser und schneller gut wird. Man braucht nicht Unmengen an Munition, baut das Gerät ran, trainiert, ihr seht sofort den Fehler. Der Einzige, was wir halt damit nicht machen können, simuliert, wir können halt kein Knallen und Rückstoß und Aufgeregtheit, das kriegen wir mit so einem System nicht hin. Aber nochmal, biomechanisch kriegen wir alles in den Griff. Und wenn der Schütze dann weiß, hier auf der Schießbahn, warum ist die Streuung jetzt größer, als eben stand noch 99% Präzision, woran liegt's? Das liegt an uns. Ne? Mein Geist ist so aufgeregt beim Schießen, heißt der Stresslevel ist noch hier unten. Zum Schießen müsste er aber eigentlich da sein. Das machen wir dann doch wieder mit Training. Ne? Gut. Ja, super. Perfekt. Dann haben wir den Trigger auch abgeschlossen, sage ich mal. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, was als nächstes auf dem Plan steht. Müssen wir mal in unsere Klatte schauen. Ja. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Themen für die Pistole. In diesem Sinne haben wir den Abzug behandelt. Wie gesagt, Trockentraining. Schaut euch auch nochmal das Video dazu an. Das spielt hier auch wieder mit rein.
Und schaut auch bitte in die Videobeschreibung zu unseren Sponsoren, die diese Serie möglich machen. Schreibt eure Fragen, die ihr zu diesem Video habt, in die Kommentare, werden wir am Ende der Serie beantworten. In diesem Sinne, freut euch aufs nächste Video. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.